Freitag, die 10. Staffel, 10. Input und letzter dieser Staffel. Es gibt so ein Thema, das mich oft so herausfordert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das hat zu tun mit der Frage der Fruchtbarkeit meines Lebens. Wie messe ich das? Also messe ich Fruchtbarkeit daran, dass wir viele Kinder haben? Was sehr fruchtbar, meine Frau und ich. Wir haben 5. Messe ich Fruchtbarkeit daran, ob meine Kinder sich für das Reich Gottes engagieren? Da würde ich auch sagen, sehr fruchtbar. Unsere Kids sind dabei. Messe ich Fruchtbarkeit an der Größe der Gemeinde? Muss ich sagen, als ich in Bern war, absolut, ich war total fruchtbar. In Berlin etwas weniger. Woran messen wir Fruchtbarkeit? Dann habe ich gemerkt, es gibt Menschen, die messen das evangelistisch. Sie messen es an der Zahl der Heilungen, die geschehen. Oder am Wachstum der Gemeinde, wie gesagt, oder an anderen Dingen. Und für mich wurde in der letzten Zeit mehr und mehr dieser Gedanke prominent. Als Christ bist du, gemäß dem Hebräerbrief, ein Himmelsbürger. Also eigentlich bist du nicht mehr Schweizer, nicht mehr Deutscher, nicht mehr Holländer. Das ist für unsere holländischen Freunde wichtig. Du bist nicht mehr Franzose oder Inder oder Amerikaner. Du bist aufgenommen, adoptiert sozusagen, wie wir es lesen im Epheserbrief, in diese Familie Gottes und du hast ein neues Bürgerrecht, das ist im Himmel. Du bist Bürger des Reiches Gottes. So. Und dieses Bürgersein des Reiches Gottes hat Zusagen und hat einen Rahmen, wie wir leben und eine Ausrichtung und vor allem mal dieses unglaubliche Glückserlebnis. Du gehörst zu einer Familie, die größer ist als die deine und du hast Zusagen, die wunderschön sind. Dann kommt die Folgefrage, aber was bin ich denn in dieser Welt? Also ich als Martin Bühlmann bin ein Schweizer in Berlin, ja? Der hätte immer gerne einen deutschen Pass gehabt. Weshalb? Ja, ich liebe die Deutschen, ich liebe Deutschland. Aber um ganz ehrlich zu sein, wenn ich sonst wo in der Welt bin, Frankreich, wenn ich da leben würde, möchte ich Franzose sein. Also die Welt ist wunderschön und attraktiv, anziehend und hat so viele Aspekte und Seiten. Ja, was bin ich jetzt? Schweizer, Deutscher, Franzose, Europäer? Südamerikaner, also ja, was bin ich? Ja, in meiner Identität bin ich Himmelsbürger. Klingt irgendwie fromm und komisch. Ich gehöre zum Reich Gottes. Und eigentlich, und hier kommt der Gedanke, lebe ich hier in Berlin im Exil. Nicht als Schweizer im Exil in Berlin, sondern als Himmelsbürger im Exil. Ich lebe in einer Welt, die von anderen Kräften getragen ist, als von der Kraft, von der mein Leben getragen ist im Reiche Gottes. Ja, die Kraft, von der ich lebe, ist Vergebung, Großzügigkeit, Friede, Freude, ganz viele Aspekte, genügt sich in dieser Gottesversorgung, sucht für alle das Beste und so weiter. Aber ich bin eigentlich als Christ in Berlin in einem Haifischbecken von Menschen, die das Beste für sich suchen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die Menschen ohne Gott immer schlechte Menschen sind. Also ich würde mal behaupten, es gibt viele Menschen, die leben als Menschen besser als Christenmenschen, die nicht gut leben. Nur damit das auch geklärt ist. Aber grundsätzlich bin ich im Exil und von Gott ins Exil gesandt nach Berlin. Wozu? Wozu bin ich im Exil? Nun, es gab ein Exil für das Volk Israel in Babylon und diese babylonische Exilzeit, die ist für die Menschen im jüdischen Glauben von immenser Bedeutung. Sie hat ihrem Glauben neue Facetten gegeben, sie hat Propheten hervorgebracht, die sie vorher nicht gehört hatten oder die nicht existierten, ein ganz anderes Bild von ihrem Jüdischsein, neuen Tempel und so weiter und so weiter.
Und das spricht Jeremia in Kapitel 28 Folgendes zu denen, die im Exil sind in Babylon. Vers 4, 5 folgende. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und genießt ihre Früchte. Heiratet und zeugt Kinder. Verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eures Zahl soll zunehmen und nicht abnehmen. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch ins Exil geführt habe, und betet zu Gott für sie. Denn wenn es ihr gut geht, geht es auch euch gut. Herr, und dieses Bild plötzlich. Martin Bühlmann wurde von Gott nach Berlin gesandt, damit es Berlin gut geht. Wo beginnt mein Berlin? Das beginnt in meinem Haus, in meiner Nachbarschaft, das beginnt überall dort, wo ich Menschen begegne. Ich darf ein Samenkorn der Freude, des Lebens, der Versorgung, der Güte Gottes und einer positiven Lebenshaltung werden. Und wenn ich 5, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 Berliner dafür gewinne, dann wird etwas geschehen. Berlin wird das Gesicht verändern und wird plötzlich zu einem Ort, wo Gott lebendig ist. Ich wünsche dir ein ganz gutes Wochenende, du Exilant, und eine kraftvolle Woche in deinem persönlichen Exil. Tschüss.